Sehr geehrte Familie Locke, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zur Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Pogromnacht vom 9. November 1938 im Rathaus der Stadt Dachau begrüßen. Sie haben sich vielleicht gefragt, warum die heutige Gedenkfeier mit einem Weihnachtslied eröffnet wurde. Das hat einen guten Grund. Es handelt sich dabei nämlich um ein Weihnachtslied, das der 1938 aus Dachau vertriebene Musiklehrer Hans Neumeyer komponiert hat. Seine Enkelsöhne Tim und Stephen Locke sind eigens aus England angereist, um heute mit uns die Lebensgeschichte ihrer Großeltern Hans und Vera Neumeyer und ihrer Mutter Ruth Locke zu teilen. Liebe Familie Locke, ich darf Ihnen dafür bereits jetzt von Herzen danken und Sie herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen darf ich zudem den Zeitzeugen Abanaor. Die Generalkonsulin des Staates Israel, Frau Sandra Simowitsch, hat sich angekündigt, steckt womöglich noch im Stau, ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. Ich begrüße ferner die stellvertretende Landrätin, Frau Marianne Klafki, den Abgeordneten des Bayerischen Landtags, Herrn Bernhard Seidenath, den Bezirksrat Dr. Speierl, sowie die anwesenden Stadt- und Kreisräte, sowie die Vertreter der KZ-Gedenkstätte und der zeitgeschichtlichen Vereine und Institutionen in Dachau. Ebenfalls Hans Holzheider, den habe ich auch noch nicht gesehen, steckt wahrscheinlich auch noch im Stau, hat sich angekündigt, möchte ich auch besonders begrüßen. In seinen Texten, die im November und Dezember 1983 in der Dachau Neuesten, dem Lokalteil der Süddeutschen Zeitung, erschienen, erzählte er zum ersten Mal die Geschichte der am Morgen des 9. November aus Dachau vertriebenen Bürgerinnen und Bürger jüdischer Herkunft. Wer sie waren, wie sie nach Dachau kamen, wie sie überlebten oder starben. 1984 wurden die Texte als Broschüre mit dem Titel Vor Sonnenaufgang veröffentlicht. 2006 erfolgte eine Neuauflage in der Edition der Süddeutschen Zeitung. Die Arbeit von Hans Holzheider bewirkte in der Folge, dass sich eine bürgerschaftliche Arbeitsgruppe in Dachau bildete, die 1988 eine Ausstellung zum 50. Jahrestag der Pogromnacht in Dachau initiierte. Diese Ausstellung war der Auftakt für die nun seit 30 Jahren jährlich stattfindenden Gedenkfeiern im Rathaus. Vielen Dank, Herr Holzheider, dass Sie, ich hoffe, bald heute unter uns sind. Ist schon da, ich habe ihn gar nicht gesehen. Die Gedenkfeier an die Pogromnacht wird Jahr für Jahr von einer Reihe von Mitveranstaltern getragen. Mein ganz besonderer Dank gilt diesmal Herrn Dr. Jürgen und Frau Ingeborg Müller-Hohagen, die sich gemeinsam mit dem städtischen Kulturamt für die Planung der Gedenkfeier sehr engagiert haben und deren langjährige persönliche Verbindung zu Tim und Stephen Locke ihren Besuch erst möglich gemacht hat. Beide werden im Anschluss auch eine Einführung geben, ehe dann Tim und Stephen Locke zu uns sprechen. Musikalisch umrahmt wird die heutige Gedenkfeier vom Schulorchester des Ignaz-Taschner-Gymnasiums unter der Leitung von Jutta Wörter. Mit Unterstützung der Familie Locke wurden hierbei ausschließlich Werke von Hans Neumeyer ausgewählt, die zum Teil erstmalig in Dachau aufgeführt werden. Für die Zusammenarbeit bei dieser Gedenkveranstaltung darf ich auch Frau Hedwig Bäumel von der Schulleitung des ITG ganz herzlich danken. Verehrte Gäste, in ganz Deutschland wurden am 9. und 10. November 1938 Synagogen zerstört und Juden aus ihren Häusern verschleppt. Mehr als 1300 Todesopfer, mehr als 30.000 jüdische Mitbürger, die in Konzentrationslager verschleppt wurden, 10.000 davon allein in das KZ Dachau. Tausende zerstörte Gotteshäuser und Geschäfte, das war die Bilanz des NS-Terrors in jener Nacht. Auch Bürgerinnen und Bürger Dachaus wurden aufgrund ihrer jüdischen Herkunft aus Dachau vertrieben, 7 von ihnen später von den Nationalsozialisten in Konzentrationslagern ermordet.
Im Anschluss an das Zeitzeugengespräch werden wir an der Gedenktafel vor dem Rathaus gemeinsam dieser ermordeten Dachauer Bürgerinnen und Bürger gedenken. Dies waren die Kaufmannswitwe Alice Jaffe, 1944 im Alter von 69 Jahren in Auschwitz ermordet. Julius Kohn, 1943 im Alter von 57 Jahren in Auschwitz ermordet. Die Trachtenfabrikanten Max und Melita Wallach, 1944 im Alter von 69 bzw. 50 Jahren in Auschwitz ermordet. Der Arzt Dr. Samuel Gilde, 1944 im Alter von 70 Jahren im KZ Theresienstadt ermordet. Der blinde Musiklehrer Hans Neumeyer, 1944 im Alter von 56 Jahren im KZ Theresienstadt ermordet, und seine Ehefrau, die Tanz- und Gymnastiklehrerin Vera, im Alter von 49 Jahren nach neuesten Erkenntnissen im KZ Auschwitz ermordet. Hans und Vera Neumeyer gelang es nach der Vertreibung aus Dachau noch ihre beiden Kinder Ruth und Raimund im Rahmen der Kindertransporte nach England in Sicherheit zu bringen. Ruth Neumeyer, die 15 Jahre alt war, als ihre Eltern sie und ihren 2 Jahre jüngeren Bruder in den Zug setzten, der sie zunächst nach Holland bringen sollte, sah ihre Eltern nie wieder. In England fand sie eine neue Heimat, baute sich ein neues Leben auf. Sie wurde Lehrerin, heiratete, zog 3 Söhne groß. 2 von ihnen, Tim und Stephen, sind heute hier bei uns. 50 Jahre nach ihrer Vertreibung kam Ruth Neumeyer, die nun Ruth Lock hieß, wieder nach Dachau zur Eröffnung der Ausstellung „Dachau ist somit judenfrei" im Dachauer Rathaus. Es war kein leichter Entschluss, denn die Stadt Dachau hatte im Vorfeld für ein etwas unwürdiges Gezerre um die Errichtung einer Gedenktafel gesorgt. Dass es diese Gedenktafel heute gibt, an der wir seit 1988 jährlich der ermordeten jüdischen Bürger erinnern, ist auch ein Verdienst von Ruth Lock. Denn sie hatte ihr Kommen 1988 von der Errichtung der Gedenktafel abhängig gemacht. 17 Jahre später, als der Dachauer Stadtrat einstimmig die Verlegung von Stolpersteinen vor den Häusern der ermordeten jüdischen Bürger beschlossen hatte, war alles schon viel leichter. Damals brachte Ruth Lock ihren Sohn Nikolaus mit nach Dachau. Heute sind ihre Söhne Tim und Stephen gekommen. 2012 verstarb Ruth Lock, die letzte Überlebende der im November 1938 aus Dachau vertriebenen jüdischen Bürger im Alter von 89 Jahren. Mit großem Respekt und großer Dankbarkeit erinnert sich die Stadt Dachau heute an sie. In einer Zeit, in der wir zunehmend das Ableben von Zeitzeugen zu beklagen haben, ist es ein großes Glück für uns, dass wir mit Tim und Stephen Locke Vertreter der 2. Generation begrüßen dürfen, die sich intensiv mit der Geschichte ihrer Großeltern, ihrer Mutter, ihrer Familie beschäftigen. Wir dürfen sehr gespannt sein auf ihre Präsentation. Nach einem weiteren Musikstück, einem Kinderlied von Hans Neumeyer, darf ich nun aber zunächst das Wort an Herrn und Frau Müller-Hohagen übergeben. Im Anschluss an die Veranstaltung hier im Rathausfoyer darf ich Sie dann bitten, mit mir gemeinsam zur Kranzniederlegung vor das Rathaus zu gehen. Vielen Dank.
Liebe Familie Lock, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, am 9. November im Jahre 2005 wurden hier in Dachau Stolpersteine verlegt und das war ein großes Verdienst von Herrn Holzheider, der hier sitzt. Am Abend davor gab es dazu eine Veranstaltung im Thoma-Haus. Und da sind wir auf Ruth Locke zugegangen, weil wir Interesse daran hatten, unsere ehemalige Nachbarin einfach kennenzulernen. Denn wir wohnten im Haus Nummer 12 an der Hermann-Stockmann-Straße und die Ruth Locke hatte ja im Haus Nummer 10 gewohnt. Am nächsten Tag bei der Stolpersteinverlegung durch den Künstler Demnig war es mir möglich, auch mit Ruth Locke persönlich zu sprechen. Und ich habe sie im Namen meines Mannes ganz herzlich eingeladen, mit ihrem Sohn Nikolas, der sie auf dieser nicht so einfachen Reise begleitet hatte, zum Abendessen einzuladen. Wir waren sehr bewegt vom Schicksal dieser Familie. Wir haben lange miteinander geredet und wir haben an diesem ersten Abend eine große Verbundenheit gespürt zur Ruth Locke. Wir waren bewegt. Sie hat sich an so viele Dinge erinnert in diesen schwierigen Zeiten und wir haben sehr lange und sehr intensiv geredet an diesem Abend. Es war ein langer, intensiver, aber ganz herzlicher Abend. Einige Wochen später kam ein Brief von ihr, aus dem ich ganz kurz vorlesen will. Sie beginnt schon sehr bemerkenswert. Liebe neu gewonnene Freunde, neu gewonnene, ja, also eine Frau von 82 und hat Freunde gewonnen, neu. Nach zu vielen Tagen, es waren gar nicht so viele, seit dem ganz überraschenden Abend möchte ich mich endlich melden, um euch für die ganz unerwarteten Stunden, die Nikolas und ich bei euch in unserem damaligen Nachbarhaus zusammen verbrachten. Für mich hat es einen besonderen Wert, nicht leicht zu erklären. Und jetzt kommt ein Satz, der mir überhaupt nicht oder uns überhaupt nicht aus dem Sinn gehen kann. Das ist ganz zentral, ihn hier zu sagen. Es wäre, als ob eine Seitentür zur Vergangenheit unseres Lebens im Elternhaus aufgegangen ist und einen Sonnenstrahl hineinließ. Und ich finde, das drückt aus, wie man es nicht anders, nicht besser machen kann, in ganz poetischer Weise, was die viel angesprochene Erinnerungskultur bedeutet, und zwar für die Menschen, die es damals zu erleiden hatten. Nicht für Leute, die sich heute vielleicht damit brüsten, sondern für die, die es zu erleiden hatten und was da für Möglichkeiten dann kommen, dass man merkt, es kommt durch eine Seitentür ein Sonnenstrahl hinein. Ja, die Vergangenheit kann nicht verändert werden, aber es kommt etwas hinein aus der Gegenwart. Und deshalb ist es so wichtig, das zu würdigen, immer wieder Aktivitäten wie hier Stolpersteine, dass die gelegt wurden 2005. Das ganz große Verdienst, in dem Fall jetzt nicht von Hans Holzheider, sondern von Andreas Kreuzkamp vom Dachauer Forum und Klaus Schulz von der Versöhnungskirche, die das ja in bester ökumenischer Zusammenarbeit und bürgerschaftlicher Zusammenarbeit dann initiiert hatten. Und wie der Herr Oberbürgermeister gesagt hatte, es ist dann auch einstimmig beschlossen worden vom Stadtrat. Hier in Dachau, wir leben seit 1982, hat es sehr viele Konflikte gegeben um diese Fragen und es hat sehr viel bürgerschaftliches Engagement gegeben. Ohne das säßen wir heute nicht so hier, ohne das wäre auch überhaupt weder in Dachau noch Bayern noch Deutschland so vieles eben
ja, hätte sich entwickeln können, was wir eben als Erinnerungskultur bezeichnen. Das vielleicht grundsätzlich zu der Bedeutung auch dieses Abends und von dem, was Ruth Locke für uns alle damals mit diesem Satz auch ausgedrückt hat. Wir haben sie nicht wiedergesehen, wir sind aber intensiv in Kontakt mit ihr geblieben über Telefon und Briefe bis zu ihrem Tod. Und der Kontakt zu ihren Söhnen hat sich entwickelt, auch durch Besuche, die in anderer Weise waren in London. Da kam dann auch die Idee hier für diese Einladung, vielleicht in den nächsten Jahren. Es hat sich gezeigt, das war jetzt eben angebracht. Und dazu nur ganz kurz noch ein paar Sätze über das Thema zweite Generation, was ja jetzt nun wirklich ist ein großer Umbruch von den Menschen, die es selbst erlitten haben, zu ihren Nachkommen. Es ist ein ganz komplexes Thema. Und es ist wichtig auch zu wissen, dass die Brüder Locke ja nicht von Anfang an mit allem befasst waren, was es da gab. Ihre Mutter hat sie auch geschont vor vielem. Es ist zwar auch nicht möglich, vieles zu erzählen. Und ganz vieles von dem, was Sie gleich hören und sehen werden, haben besonders Tim Locke und sein Bruder Stephen mit und Nicholas aus der Ferne, er lebt in New York, haben sie erst beim Aufräumen des Hauses nach dem Tod der Mutter, der Vater war schon früher gestorben, entdeckt. Und es ist, wie Sie sagen, ein Puzzle. Ja, wirklich ganz vieles, was sich da ergibt, auf ganz vielen Ebenen. Und wir sind sehr gespannt auch, wir wissen ein bisschen, was kommt, aber wir wissen es auch gleichzeitig noch nicht ganz. Wir sind ganz gespannt auf das, was kommt. Und es wird in Englisch und in Deutsch stattfinden. Ja? Und es ist eine Mischung und es drückt auch ein bisschen was aus von dem, ja, wie Ruth Locke, sie ist mit Deutsch aufgewachsen, aber ihre Mutter Vera hat sie auch schon in Englisch unterrichtet und sie hat sich ganz schnell in England auch eingewöhnt. Sie sprach perfekt Englisch dann und sie sprach ein wunderbares Deutsch, aber auch, wie wir sie kennenlernen. Also die Brücke auch zwischen den beiden Sprachen, denken wir, wird sich hier auch herstellen. Dankeschön. This one? Here. I guess talking here. Guten Abend. That's good? That's good, lovely. Vielen Dank an die Stadt Dachau, dass Sie uns eingeladen haben. Wir werden die Geschichte der Familie unserer Mutter erzählen. Wir werden meistens Englisch reden, aber mein Bruder Stephen ist bereit, etwas zu erklären. Er spricht besser Deutsch als ich. Sehr gut. Also am Anfang haben Sie, also wie gesagt, ein Weihnachtslied von unserem Großvater Hans Neumeyer gehört. Ich muss sagen, das ist die erste öffentliche Aufführung von diesem Stück, seitdem mein Bruder das Stück im Klavierstuhl von unserer Mutters Haus gefunden hat. So ist eine Weltpremiere. Die anderen... Das war ursprünglich für Gesamtstimmen geschrieben, aber jetzt haben wir eine sehr schöne Orchesterarrangierung gehört.
Danach haben sie 2 Kinderlieder gehört. Das waren ursprünglich für Blockflöte geschrieben. Das war eine Blockflöte von meiner Mutter und auch von ihrer Freundin in England. Und die wurde nach England geschickt, diese Musikstücke. Also das war das Anfang, aber die Geschichte geht weiter. Tim. Danke. I got the little device. Do you want the pointer? Yeah. Our house in South London. So this is our house. This is the house I was born in South London, and it looks a little bit like the Neumeyer house in Dachau, I think. There is my mother, Ruth. This is at about 1959. There's Stephen, he's on my right. There's me, I'm very small. And there's Nick, my other brother. He's in New York now. And we had German relatives. Here visiting from Berlin was Tante Janni, our ghost Tante Janni. And here's me in lederhosen. Not very English, that. Here's Nick, and here's Stephen. And this is the back of our house. So we had... They brought the house in 1956 and spent their lives there, the rest of their lives, my parents. And our mother died in 2012. And when clearing this house, we found that she had kept everything. There were letters, diaries, photographs, and everything from Dachau relating to the family. All the letters, whatever sent, were there. And so I kept everything. I put everything into a big case, and we looked at it later, and we thought, there is a very big archive, a very important archive. So in the house, there are many German things, many things from Germany, and my mother talked about Germany, and I knew the name Dachau. For me, Dachau, when I was a little boy, Dachau was just the name of a town near Munich. I didn't know there was a concentration camp there. Dachau was a nice little town on a picture, on a tile. And we had family photographs. These are photographs she brought over on the Kindertransport from England. There's a statue of her mother, the dancer. She is a Eurythmics teacher. There are these wooden hands. I only found out the wooden hands she made in 1950 as an art student, and they are the memory of Hans Neumeyer's hands. That's what she did. There's the only wooden sculpture she ever made. And there's pictures we had of Hans and Vera in the house. There's Hans, and there's Vera's napkin ring, silver napkin ring. And we had many German books, and they'd all come from Dachau after the war. So, the Neumeyers in Dachau, Ruth said our childhood in Dachau was very happy in the 1920s and early 1930s. They had lovely parents, and they did lots of lovely things. Here they are with the bicycles at the back of the house in Hermann-Stockmann-Straße, and there they are having tea in the garden. And there's Hans. There's a teapot. We still have the teapot. Here's Vera, and there's Raymond, my uncle, and there's Ruth. And there's a very famous teddy bear, which I'll tell you about later, so watch out for the teddy bear. And here you may recognize, here's the house in Hermann-Stockmann-Straße in present day, and here in about 1926, 1927. There's Vera, and there's Ruth on the steps. It's just the same now. It was then called, the name was actually Hindenburger Straße then, it really does look like our house in London a little bit. Over to you, Stephen, about the school. Ich wollte nur eine Sache sagen, etwas sagen über unser Verstehen der Familiengeschichte. Das war für uns wirklich ein Puzzlespiel.
hunderte von Stücken. Und wir wussten überhaupt nicht, was für ein Bild das war. Wir haben ab und zu ein neues Stück gefunden. Wir haben am Anfang die 4 Ecken vielleicht gefunden und dann einige noch kommen noch. Und das geht noch immer, weil wir noch immer Briefe und Dokumente und so weiter finden und lesen und die Wichtigkeit von diesen verschiedenen Sachen gefunden haben. Es ist natürlich sehr interessant, aber es dauert einige Zeit. Hier haben wir ein paar Fotos von Ruth in der Schule. Die hatte die Schule in Dachau überhaupt nicht gern. Sie war zuerst in einer katholischen Schule. Links gibt es ein Foto von 1930 und rechts ist ein Foto von derselben Schule, ungefähr 6 Jahre später. Vera hat die Kinder von dieser Schule ausgenommen, nachdem die Lehrerin hat die Schulklasse befehlt, eine grüne Schlange zu zeichnen mit den Worten: Juden ernähren sich von Lügen und werden durch die Wahrheit zerstört. Das war schon in 36. Tim. Ruth brought a lot of her school books to England, all in perfect condition, and they're very, very interesting. Here are just a few that they have their name on the front, and she did these little pictures, and there's a science lesson and arithmetic, and there she has to write Deutsche sein heißt Kämpfer sein, and this is very interesting. A book from Germany, and here she's writing in 1938. In March 1938 in German, in Dachau. Then she's left school, they had to leave school, and in 1939 she still has the same book in England, 1939, and she's writing in English, and her handwriting has changed completely. Next in. Vera, das ist die Mutter von Ruth, hat oft Theaterstücke für die Kinder und ihre Freunde aufzuführen im Haus organisiert. Die hatte verschiedene von diesen Theaterstücken und sie haben Partys und viel Spaß gehabt natürlich. Aber eines Tages, 1937, kam ihre Kindheit sehr, sehr schnell zu Ende, als die Nazis ins Haus kamen und haben das Theaterstück aufgehört. Die haben alle Namen ausgeschrieben und die haben auch den Mieter des Hauses, Julius Kuhn, verhaftet. Hier in diesem Audioclip hören Sie von Ruth direkt in einem Interview vom Imperial War Museum in London. Can we play it? Hier haben Sie eine deutsche Übersetzung, aber Ruth spricht in Englisch. Wir haben überhaupt keine We did a very lovely nativity play round about 1936, but probably about a year later we had a different sort of play and everything was ready. We had about 40 people watching and about 15 children in the play, when we heard the doorbell and up came 2 SS people who shouted at everybody how they dared to go into the house of a Jew, and took all their names down and addresses, and the children all cried and all were sent home, and that was really the end of our plays. So the Nazi authorities compiled a list in Dachau of the Jewish families who were to be cleared from the town. And here we can see number 4, Neumeyer Johann, Musiklehrer, und 2 Kinder. And this was, the Neumeyers were Christians, they were Lutherans, and they didn't think they were Jewish, but for the Nazis they were Jewish. And their lodger Julius Kohn
they called Onki. Julius Kohn is there as well. He ended up in Auschwitz, as we've heard. Ruth tells the story next of what happens on Kristallnacht. Oh, sorry. Oops, I can't get there. We had just come back from a holiday in Italy. My father was in Berlin learning how to make flutes, and my mother and the two of us were alone in the house when about 8 o'clock, two people from Dachau town hall, I suppose, the burgomaster, arrived to say we would have to leave our house by sunrise the next morning or else be sent to prison. So my poor mother, of course, didn't know what to do. We went to our vicar, the Protestant vicar, asked him for some help, but he said he didn't know what he could do for us, better just go. So we just packed the case and left before sunrise and went to Munich, to the station there. We had a yogurt in the Molkerei. For some odd reason, they seemed to have guessed that we were a bit odd, arriving with a suitcase early in the morning, and they said they didn't want us in the station. So luckily my mother had quite a lot of pupils in Munich, and she managed to get us into the loft of one of her pupils, where we stayed for some days. Vera und Hans erkannten also, dass ihr Welt bedrohlich nahe kam und dass es alles sehr schnell schlimmer wurde. Sie haben sich erinnert, dass sie Kontakte in England hatten, eine Familie, der Name Paces, die haben also gesagt, dass sie Ruth und Raymond einnehmen werden und eventuell wurde ihre Durchreise, das wird die Durchreise der zwei Kinder, nach England bestätigt. Es wurde also beabsichtigt, dass die Eltern ziemlich bald folgen würden, aber die kamen natürlich nie. After they left Dachau, they went to Munich, and they stayed various people in lofts in the roof, and they stayed with the Köbner family. He's a doctor in Thorwaldsenstraße in Munich, and it was from there that Vera wrote and Hans wrote letters to the children in England later on. At the end of the war, Raymond went to Munich and he found the house. There it is. It's been bombed. So there was lots of letters and lots of forms and lots of attempts by the Neumeyers to escape and get to England. They wrote to the Jewish Blind Society, because Hans Neumeyer was blind, to try to find something, and there was a little hope for some time, but nothing happened. They said there was a place for Hans Neumeyer in a blind college in Surrey, in England, but it didn't happen in the end. So there was disappointment. And next we're going to hear from Ruth again about what happened on the night she left to England. And she mentions this dressing gown, these things are all still there, the famous dressing gown. These are the suitcases she travelled with. They had little bits of luggage label on. There's 2 knives, 2 forks, 2 spoons she was allowed, the family silver from the Ephraims. And there's Ruth and Raymond on their last family holiday in Italy. So let's hear from them. And did you have any idea where they might? I don't think this is going to work, this bit, actually. I'll just paraphrase it in English, and you can read the German. But they did everything to get their papers, and they went to various offices, and they had to take a photograph with one ear showing. It's usually the left ear,
And one evening, an official came to check their luggage, and they're allowed to have 2 spoons and 2 knives and 2 forks out of silver. Her mother had just bought a new dressing gown out of cotton, and it was red with white spots on it. And she thought, just to be safe, I'll put it in the bath so that the man will think it's not new. And we've still got this dressing gown, and it's still there. So, That's me. Yes, I think so. Also hier sehen Sie rechts das Fahrschein für die Schifffahrt für Ruth und Raymond. Das war eine Schifffahrt von Holland nach Harwich in England am 10. Mai 1939 und auch eine Seite in Ruths Handschrift, wo sie die Reise beschreibt. Wir können das überhaupt nicht lesen, weil wir diese Schrift sehr schwierig finden. Wir versuchen das, aber es ist nicht leicht. Dann links haben Sie auch einen Brief von Mutter, schon ein Tag nach der Abreise. Wir werden im Moment hören, wie Ruth die Reise beschreibt. Aber ich wollte nur sagen, dass für ihr ganzes Leben hat Ruth das Einpacken von Koffern überhaupt ungern. Das hat sie hat es wirklich immer gehasst. Nur für Familienferien, das war immer schrecklich. Und sie hatte natürlich viele Verbindungen mit dieser Zeit, als sie zum letzten Mal ihr Haus hier in Deutschland verlassen hat. We were allowed to take a trunk and a case each. Well, we were just told you're going on this train, which will go to Holland, and from Holland to England, and then your new people will be collecting you at Harwich, which of course happened. Now, the night we were leaving, we were sort of feeling very mixed, of course, and sad in a way. In the middle of the night, it's always worse. And our parents were allowed to come to the station, and I suppose during the night we must have slept a little bit. We were woken up once by some SAS officials who wanted to look at our papers, and we thought, well, probably something awful was going to happen, but nothing happened, luckily. And in the morning, of course, we arrived in Holland. We were greeted with cocoa and white bread, which was most unusual, and we must have gone on a boat to Harwich and arrived there in the afternoon. Anything north of the Danube was foreign to us. We were very silly, I think. Also die Kinder wurden sehr warm von ihren adoptiven englischen Familie begrüßt und die sind sehr bald zusammengewachsen. Und diese Freundschaften haben das ganze Leben gedauert. Ruth hatte die Schule in England sehr gern. Und die Kinder zusammen, das waren die Engländer und die Deutschen, haben ganz bald ihre eigene hausgemachte Theaterstücke aufgeführt, genau wie die Neumeyers in Dachau in ihrem Haus. Danach musste leider Raymond auf einem Bauernhof arbeiten, von dem er ziemlich bald abgehaut hat. Danach hat er einen Job in einer Fahrradfabrik gefunden und das war schon ein bisschen besser. Das Tagebuch von Ruth für den ersten Tag ihres Lebens in England fängt an mit einem englischen Wort, ihr erstes englisches Wort im Tagebuch, Cornflakes. Das kann man auch auf Deutsch sagen, glaube ich. Ihre Mutter hatte schon ein bisschen Englisch gelernt. Die Mutter hat sogar sehr, sehr gut Englisch geredet und geschrieben. Und Ruth und Raymond haben die englische Sprache sehr, sehr schnell gelernt. During summer 1939, Ruth went with her new adopted family on holiday to Wales, to Pembrokeshire.
And it was on 3rd of September 1939, which was Vera's 46th birthday, that war broke out. They were by this farmhouse, and the farmer told them war has just broken out. And by then they knew that the parents were not going to come after all. They'd been planning to come, to get a car to come to England, but it didn't happen. Meanwhile, we have this postcard, for example, 10th of August 1939, to Ruth at their holiday address in Pembrokeshire. And they're still writing twice a week to Ruth. We've got 57 letters from Hans and Vera between May 1939 and early 1940. And obviously, at the beginning, the letters came very quickly. Most of them are from Vera, but Hans, because he's blind, he typed everything. Aber nach 1940 wurde alles finsterer. Also ab 1940 dürften die Briefe nicht mehr geschickt werden. Die wurden aber nur Mitteilungen durch den Roten Kreuz geschickt, die viele Wochen gedauert haben, bevor sie angekommen sind. Und die durften nur ganz einfache Begrüßungen haben, mit keine richtigen Nachrichten drin. Maximal 25 Worte und maximal eine Mitteilung pro Monat. Viele von diesen Mitteilungen sind über Portugal, über Lissabon gekommen. Ich war eine neutrale Stadt. Es ist aber merkwürdig, dass wir diese Mitteilungen nicht nur von den Eltern, aber auch die Mitteilungen, die von den Eltern in Deutschland gekriegt wurden. Es scheint, als ob diese verschiedenen Mitteilungen, diese Schreiben, wurden an unsere Großtante Dora, das ist die Schwester von Vera, gegeben. Und Dora hat sie diese Schreiben aufbewahrt und dann gab das Korrespondenz an Ruth nach dem Kriege. So, es waren viele Dokumente, die sehr, sehr gut aufbewahrt wurden. Vielleicht, weil die wussten schon, dass es etwas ganz Wichtiges war. Das war so wichtig für die Familiengeschichte und, wie wir später sehen werden, wichtig für eine breitere Geschichte von unseren Ländern. Die Geschichte von Raimund ist ein bisschen anders von der Geschichte von Ruth. Raimund ist unser Onkel, wie erklärt. Der wurde als Feindfremder klassifiziert und als Feindfremder durfte er nur besondere Jobs nehmen. Der musste auch bei der Polizei registrieren, jedes Mal, also anmelden, jedes Mal, dass er seine Adresse geändert hat. Am Ende von 1943 hat er das britische Heer als Freiwilliger wurde genommen und er war nur 18 Jahre alt zu dieser Zeit. Der musste aber seinen Namen ändern, weil Neumeyer war natürlich zu deutsch und der hat den Namen Raymond Newland gewählt. Newland war so next im Alphabet und das klingt ein bisschen wie Neumeyer, aber den Namen Raymond Newland hat er das ganze Leben lang aufbewahrt. Seine deutsche Sprache war natürlich für die Britischen sehr, sehr nützlich. Und der wurde also ziemlich schnell als Dolmetscher für die Militärpolizei eingenommen.
nachdem er diese Stellung genommen hat, sagte seine Identitätskarte, seine Registrationskarte, Registrierung befreit. Also er musste nicht mehr als Feindfremder registrieren und der war schon zum ersten Mal von Großbritannien anerkannt. Das hat er auch selbst gespürt. Es war nur als er Dolmetscher eingenommen wurde und diese sehr, sehr wichtige Arbeit angefangen hat. In seinem Alter, also in den 70er Jahren, nach 70 Jahren, hat Raymond leider Demenz gekriegt. Der hat, das ist ziemlich tragisch, dass das schon nachdem er 70 war, hat er mehrmals aus dem Haus gegangen und das Haus in England, und er sagte, dass er wollte nach Dachau fahren, um seine Eltern zu retten. Es war wirklich tragisch, diesen Menschen in dieser Zeit zu sehen. Und man weiß nicht, ob diese Demenz etwas mit seiner Geschichte zu tun hatte oder was aber andere Gründe, aber das war trotzdem sehr traurig. Jetzt ist ein bisschen mehr über die Geschichte von Raymond. Im Februar 1945 wurde er im Geheimdienst versetzt in Brüssel und Paris. Und danach, ab Oktober 1945 bis August 1947, hat er als Dolmetscher für die Sonderfiliale der Militärpolizei in Deutschland gearbeitet. In 1964 hat Raymond schon einen Besuch in Dachau gemacht. 46, Entschuldigung. 46 hat er einen Besuch in Dachau gemacht. Der war sogar im Haus, am Haus des Neumeyers, Nummer 10 Hermann-Stockmann-Straße, für das erste Mal, seitdem sie davon ausgeworfen wurden in 1938. Derselbe Mieter, der zur Zeit ziemlich unfreundlich mit dieser Familie war noch im Keller, wohnte noch im Keller und war ein bisschen erschrocken, Raymond zu sehen. Besonders weil Raymond noch in seinem Soldatenuniform war, für britischen Soldatenuniform. Der Raymond war noch wütend über die Geschichte seiner Eltern, und der hat gefunden, dass Karl Dobler, der SS-Sturmbahnführer, der die Familie aus dem Haus 8 Jahre früher ausgeworfen hatte, und der hat diesen Mann an der britischen Regierung reportiert. Also der Raymond wollte vor Gericht erscheinen über diesen Mann, aber durfte das nicht. Er musste nur schriftliche Feststellung über diesen Mann gehen. Über die Geschichte von Karl Dobler kennen wir nicht mehr, aber es kann noch sein, dass es irgendwie irgendwo Dokumente noch bleiben. 24. So for Hans, life was getting more and more difficult because he lost his job. He wasn't allowed to have a guide dog with him anymore. He had a secretary, Dela Blackmar, who wrote his music for him, and he carried on composing. Dela survived the war, and I met her later. She gave me her violin, in fact. But I was just thinking for Hans, he was blind, and getting around the city without a guide dog and finding a way must have been very, very difficult. So he sent off, these are all testimonials in English
to try to get a job. I'm not sure when they date from, but I think maybe he was trying to get a job in England by then as a musician. He carried on composing. In the Red Cross messages, it says, "Father is still composing." And Dahler, his friend and secretary, said that he's written lots of pieces and he was going to write a very big piece. We don't know what it is. Everything was lost. Everything was burnt in Berlin or Munich. All we have is a trio for strings, the duo we're going to hear later for violin and viola, the recorder music we heard the two violins playing, and the Christmas song we heard at the beginning. There's nothing else. So I'd love to find the missing, if there is any other music. This is the cover of the recorder music, which is now in London in the Imperial War Museum, which is a very big national museum about the war, and it shows Ruth and her friends playing the recorders in a tree, and somebody drew this lovely picture, and they have it on display, and the people in the museum told me it's one of their favourite things in the whole museum, and the museum has about 1 million objects. They love this, and that's some of Hans's music. That's his duo. That's his trio, written by hand by his secretary Dahler. So next, what happened to Hans? He was deported on the 4th of June 1942 to Theresienstadt. And it's very surprising, but he survived 2 years in the camp. A blind man surviving in Theresienstadt for 2 years. He was looked after, he had friends, and he gave music lessons to people. We have a very interesting testimonial from Thomas Mandel, who was a violinist. He survived the war, and he went to America, and he met Hans Neumeyer, and Stephen will read out what Thomas said. Yes, Thomas Mandel wrote in his diary as follows: Im Mai 1944 kam dann die Nachricht von seinem Tod. Das war natürlich das Tod von Hans Neumeyer. Es war ein sonniger, sommerlicher Tag. Die Hinterbliebenen warteten vor der Leichenhalle am Rande des für Insassen noch zugänglichen Ghettobereichs. Unter den Anwesenden sah ich die 2 Schüler von Neumeyer, die ich nur oberflächlich kannte. Eine Gruppe von Männern begann aus ungehobelten Brettern für die gefertigte Särge auf ein Fuhrwerk zu verladen. Dann setzte sich der Wagen in Bewegung. Die Hinterbliebenen konnten ihm einige Meter folgen. Dann war die Grenze des Ghettos erreicht. Der Schlagbaum hob sich, das Fahrzeug setzte sich wieder in Bewegung. Der Schlagbaum, die absolute Grenze zwischen den Welten, senkte sich hinter dem Wagen. Unsere Toten hatten uns verlassen. This picture, I found this in Theresienstadt. I visited it some years ago, and there was on display this little picture. And I thought, is this Hans Neumeyer? It looks like him. There's his last picture. It looks like the same man. And this picture was used to make this picture, and there he is again. I asked my mother, is this your father? And she said, I don't know. And I asked my uncle Raymond, and he said, yes, that's him. Das Schicksal von Vera. Also Vera, das ist die Mutter von Ruth und Raymond, war ein Lehrer von Rhythmik del Croz. Das ist so eine besondere Art Tanz und Musik. Und ihre Lehrmanuskripte und Musiknoten und auch die verschiedenen Beschreibungen, die sie hat von den Theaterstücken, die sie organisiert hat, haben wir noch, die haben überlebt. Später musste aber die Vera Zwangsarbeit
als Gärtnerin für eine Stunde, für einige Monate machen. Wir haben ihre Rezeptbücher zu Hause noch, auch die verschiedenen Manuskripte über Theaterstücke, Musiknoten und auch die verschiedenen Manuskripte über Rhythmik der Groß. Das ist ein bisschen erstaunlich jetzt. Die Vera war von Hans in 1941 getrennt. Es kann sein, dass sie überleben könnte, falls sie das früher gemacht hatte. Die zwei Schwestern von Vera, Dora und Janni, haben beide durch den Krieg überlebt. Und der Bruder Herbert hatte nach Amerika ausgewandert. Aber im Juli 1942 hat Vera ein Telegramm an den Kindern auf Englisch geschrieben und es sagt einfach, going on a journey. Und alle wussten schon, dass das bedeutet Deportation und Tod. So this is the last known picture of Vera, and we remarkably have the text of a letter she wrote on the train when she was deported on the 13th of July 1942. She wrote it and must have thrown it out of the train, and somehow somebody picked up the letter and it got delivered. Now, only 2 days ago, we've learnt that where that train was going. We thought it was Piasecki in Poland, but it's not. She was going to Auschwitz. We've only just learnt this. It's very, 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 very recent news. Anyway, Stephen will read out some of the letter which he wrote. Das ist der Brief, der aus dem Fenster geworfen wurde. Ich schreibe im Zuge hinter Liegnitz, wo wir alle unsere Thermos frisch mit Wasser gefüllt haben. Bisher ist uns nicht schlecht gegangen. Also, gestern früh mussten wir um 5 Uhr in München aufstehen und saßen bald nach 7 im Möbelwagen, wo es von innen gar nicht so dunkel und stickig war, wie ich geglaubt hatte. Auch mit den anderen 6 Mitreisenden wurde ich rasch bekannt und es begann etwas das Gefühl der Gemeinsamkeit zu wachsen, das sich inzwischen über die ganze Reisegesellschaft verbreitet hat. In Dresden mussten wir plötzlich das Coupé wechseln, was unangenehm war, da wir es uns gerade für die Nacht gemütlich gemacht hatten und in der Eile und Dunkelheit Mühe hatten, unsere Sachen zu finden. Heute um 6 früh kamen wir durch Görlitz, das war, sie ein Kind war. Ich sah unser Haus liegen. Dieses Haus ist so oben auf dem Berg in Görlitz. Aber ich stehe schon wieder in einer Atmosphäre des Wohlwollens und fühle mich nicht einsam. Vielleicht es ist am besten, ganz auf sich selbst gestellt zu sein. Lebt wohl, ich bin guter Dinge und in jeder Hinsicht gut gerüstet. Eure Vera. Ruth didn't know what had happened to her parents. She only learnt the fate of their parents after the end of the war. The Red Cross sent a letter in 1943 saying they had no news. But on her birthday, on Ruth's birthday, 17th of September 1945, she learnt that her mother had gone to a part of Poland where from there was very little news. So there's the letter from in 1943. There is her diary from the 17th of September, and she's saying here there's no news of anyone who's been there, and she says 99% of hope is dead, and then she stops writing her diary.
Now Ruth and Raymond left behind many very good friends in Dachau, and they wrote many letters after the war to and from. There were people, I remember the names, Annie Kurtzinger, the nanny, wasn't it? Yes, that's right. And Barbara Wachter, who is a school friend, Hans Engel is another childhood friend, Annie Broschhardt, and Rosel Kirchhoff. And the Steurer family had a shop in Dachau, and they were very kind to the Neumeyers, and they used to hide food for the prisoners in the camp who were working in the fields from the concentration camp. And they wrote some very lovely letters to Ruth after the war when they suddenly found that their childhood friends were still alive and in England. And Stephen will read them. Das ist von der Familie Steurer nach dem Kriege. Ja, liebes Ruthchen, es gibt eine Gerechtigkeit. Der liebe Gott hat uns von diesen Pestien befreit. Es hat nicht nur zu lange gedauert, bis wir erlöst wurden. In der Zeit hatten diese Mörder so viele Menschen umgebracht, so großes Elend über uns gebracht. Es ist so hart, dass wir Unschuldige auch mitleiden müssen an der großen Not. München liegt fast völlig in Trümmern, auch die Thorwaldsenstraße, wo ihr gewohnt habt. Ein schreckliches Bild, die vielen Toten und Wohnungslosen. Viele sind hoffnungslos und ganz verzweifelnd. Das ist das wichtige Stück hier. Kommt doch wieder zu uns in euer Elternhaus. Wir alle könnten nichts dafür. Wir haben nie mit den Nazis mitgetan. Wir waren nirgends dabei. Wir hassten sie. Es waren Verräter und Mörder. Hätte diesen Krieg gewonnen, wäre uns so gegangen wie deine Eltern. Eine andere Familie, die Ruth sehr, sehr gern hatte und mit der sie sehr freundlich war, war die Familie Wersching im Pollenhof. Wir haben früher in der Gemäldegalerie ein paar Bilder von Otto Wersching gesehen und seine Frau auch, Aranka, war eine sehr gute Künstlerin. Der Sohn Anselm war ein Tierarzt und die haben vor dem Kriege die Familie Neumeyer sehr viel geholfen. Aber der Anselm musste im deutschen Heer kämpfen und er wurde Kriegsgefangenen und genommen in Ägypten von den Briten. Bis 1947, es war 2 Jahre, dass er dort war. Der an Ruth viele Briefe von dort geschrieben und er hat auch sehr, sehr deutlich beschrieben, wie das Leben in einem Gefängnis war, also Kriegsgefängnis war. Inzwischen hat Aranka sehr, sehr streng gefragt, dass Ruth an die britischen Regierung gehen würde, um festzustellen, dass Anselm kein Nazi war. Die Familie Wersching war in dieser Zeit natürlich sehr, sehr angstvoll und die hatte wirklich gar nichts mehr. Und also nach dem Kriege musste Ruth dieser Familie helfen, fast alles umgedreht vor dem Krieg. So ist das Leben also. So, in the years that followed, our parents visited Dachau in 1953. They went to the Werschings and saw other people there, and they also visited in the 1960s on our family holiday, 1966, and they came back to the town in 1988 for this same commemoration for Kristallnacht, for the 50th anniversary. There is Ruth, there is my father, Ronald, our father, and Ruth said she would only come if
they do two things. She's allowed to do two things. Firstly, they would be allowed to talk to school children of the same age she was when she left Dachau. And secondly, that they would put up the memorial in the town hall to the Jewish families who were thrown out of Dachau on the Kristallnacht. Another development was Hans Holzheider, the journalist, wrote the book For Sonnenaufgang about the families who were pushed out of Germany, and we're very grateful to Hans for doing that, because Ruth found it easier to talk about her experiences. She found it easier to say what happened after Hans visited her in London and talks about things, and he wrote it up in a very easy way. At the bottom here, there's Anselm Wisching, with a moustache there, and they're my parents, our parents, Ruth and Ronald, on the far right. In the 1960s, the German government paid some money back to the family because of the loss of the house in Hermann-Stockmann-Straße. It wasn't very much. It was little money, but it was enough to pay for some lovely family holidays, including coming to Dachau in 1966. And we are so grateful, wir sind so dankbar, that not all traces of the family have disappeared in Dachau. There are several reminders. There are the Stolpersteine outside the house, which we're going to clean tomorrow. There's Julian Kohn, the lodger. He has a street named after him and a bus stop named after him. And there's Neumeyer Weg. I haven't got a photograph of that. And of course here, there is the memorial plaque. So thank you, Dachau, for remembering everyone. Okay. Die Geschichte geht weiter. Das ist noch nicht vollendet. Das Imperial War Museum in London sagen, dass unser Familienarchiv ungewöhnlich groß und vollständig ist. Es sind wirklich hunderte von Dokumenten drin, von denen wir nur vielleicht 50 oder 60 richtig gut gelesen haben. Das sind noch mit diesem Sicilien-Schrift habe ich noch Schwierigkeiten, aber wir kommen durch. Und allmählich wird dieses Museum alles übernehmen von diesem Archiv, damit es gut aufbewahrt wird. Die Mitarbeiter von diesem Museum kamen zu Tims Haus früher in diesem Jahr, und die haben schon etwas nach London genommen fürs Museum, aber das fängt erst an. Einige Artikel werden in der neuen Galerie ab 2020 ausgestellt. Das ist eine Galerie über das Holocaust und den Zweiten Weltkrieg. Das wird total erneuert, und das Museum will besonders die Geschichte von verschiedenen bestimmten Leuten und Familien, die durch diese Zeit gelebt haben, damit für die nächsten Generationen das also leichter zu verstehen ist. Es ist nicht nur so trockene Geschichte, sondern so etwas, was wirklich zu Familien und normale Leute geschehen ist. Before we end, here are the people from the museum. They came to my house, and they took the teapot. And here is the famous teddy bear. It came on the Kindertransport, and Ruth kept it in her bedroom. She called it the bear. It didn't have a name, and it was a very important bear. And the bear has been taken to the museum. It's been freeze-dried, and it will be seen by thousands of people from 2021, and it will be in the middle of the museum display. So they're very happy about that, and they took away lots of photographs and books, but there's a big
big job for me and Stephen to do, to catalogue and organise everything else. There's the dressing gown on there as well. So the next we're going to hear next is one movement from Hans Neumeyer's duo. This is written for violin and viola. It's called DBSG. Duo, DBSG. There are 4 notes. And the DB is De La Blackmar. SG, I don't know. But we'll hear this very rare piece by Hans Neumeyer. Thank you everyone very much for coming, and thank you for listening. We get to sit down now, I think. Darf Sie nun bitten, mit mir gemeinsam zur Gedenktafel vor dem Rathaus zu gehen.
Bei Ihnen allen für die Teilnahme an der heutigen Gedenkveranstaltung. I think I met you some. We didn't meet, but we. What do you? No, we were on the phone when Ruth died. You rang up. You weren't at the house when I came. No, because we all went. All the rest of us went to watch cricket for the day because we said it's very important that only Ruth and Raymond and you are in the house together. I think it was in 1984 or something. Yeah. 1984. How old were you? I was terribly 26 or something. Yes. Oh, I thought you were kids. No, I wasn't kids. No, I was kid once. So then. I was probably at work. No, we went to Lord's to watch cricket, and with Toby and Ollie, Raymond's sons, And you didn't live in the house then? I did, yeah. You did? Yeah? Yeah. I was born in that house. Where Ruth and your husband lived? Yeah, I still live there, yeah. One thing I wanted to say, Francis, was that it was only after her interview with you that Ruth started to realise that her experience and her knowledge was valuable to the rest of the world. You understand that? Before that, it was quite private, and it was a very personal thing. And we thought it's lots of people are like that. One of the biggest problems of all these people, I visited all of them. I visited Mr. Waters, Frank Waters, the professor in Bath, and I saw this cafe in Cheltenham. Yeah. And I saw Ruth, and I think the most important thing, for instance, for Miss Chaffee, she told me was that her impression was that nobody remembered that she was all alone with her method. So that after all these years, somebody came and asked her to tell her story was a miracle for her. And I think it was the same story with your mother, because you don't talk with your children about your experiences which you made years ago, which are very heavy on your. She never said what it felt like. We heard a little bit. So I think when you start talking about it, it becomes like a flood. She didn't hide what had happened, so it was really frustrating. But it was just a few facts. I like the jigsaw puzzle. It wasn't like the puzzle bit where you had little pieces here and there, but you didn't know what the rest of the picture was. Just from practicing the family. I've enjoyed visiting. Ich bin auch erst spät gekommen, ich war unterwegs den ganzen Tag und habe es immer ganz rechtzeitig geschafft. Das ist eine Geschichte. This is, well, after all these years, I've been a journalist for more than 40 years by now, and I think that this story is really the most important story I ever wrote. Have you seen my blog? Yes, I have seen it. Yeah. I've got some cards on it. I brought from my archive when I realized that we had everything and more. Well, I think there's things in the Munich archive we haven't seen. I think there may be, for example, a list of the art that was stolen from the my house. I don't know if everything. I don't know. Well, there's an article in the paper today saying about the Nazis taking things out of people's houses, and there may be a list of they made lists of these things.
Erinnerungspflege, die Schüler berichten und ich erzähle was dazu. Um 11 Uhr